In diesem Video geht es um die Übertragung von Krankheitserregern, also wie Bakterien, Viren und Pilze übertragen werden. Jede Infektionskrankheit beginnt mit einer Infektion. Das ist das Fachwort für Ansteckung. Man infiziert sich mit einem Krankheitserreger. Diese Erreger werden dabei von einer Infektionsquelle auf einen anderen Organismus, zum Beispiel einen Menschen oder ein Tier, übertragen. Man spricht dann von einer Infektionskette. Die besteht aus einer Infektionsquelle, einem Übertragungsweg und einem Organismus, einem Menschen oder einem Tier. Schauen wir uns zunächst die Infektionsquelle an. Diese ist der Ort, wo sich die Krankheitserreger aufhalten. Das können Menschen, Tiere oder Gegenstände sein. Von dieser Infektionsquelle aus können die Erreger dann auf verschiedenen Wegen auf einen anderen Organismus, also einen Menschen oder Tiere, übertragen werden. Dabei unterscheidet man indirekte und direkte Übertragungswege. Schauen wir uns zunächst die indirekte Übertragung an. Dabei infiziert man sich über einen kontaminierten, das heißt mit Erregern verunreinigten Gegenstand. Zu diesen Übertragungswegen zählt die Schmierinfektion. Sie erfolgt über das Berühren eines kontaminierten Gegenstandes. Zum Beispiel, wenn eine ZFA ohne Handschuhe ein blutiges Instrument anfasst. Die zweite Möglichkeit der indirekten Übertragung ist die perkutane Infektion. Perkutan bedeutet durch die Haut. Dabei werden die Krankheitserreger über kontaminierte, spitze oder scharfe Instrumente, wie zum Beispiel Kanülen oder Skalpelle, durch Stich- und Schnittverletzungen übertragen. Die zweite Möglichkeit der Übertragungswege ist die direkte Übertragung. Dabei kommt es zu einem direkten Kontakt mit der infizierten, also erkrankten Person bzw. mit deren Körperflüssigkeiten, ohne dass ein Gegenstand vorher berührt werden musste. Bei der Kontaktinfektion erfolgt die Infektion, also die Ansteckung, durch direkten Körperkontakt mit der Erregerquelle, also der infizierten Person. Zum Beispiel durch ungeschützten Geschlechtsverkehr, Küssen oder das Berühren von Wunden ohne Handschuhe, wenn eine Wunde am Finger ist. Durch direkten Kontakt gelangen dann die Krankheitserreger über verletzte Haut oder über unsere Schleimhäute in unseren Körper. Die zweite Möglichkeit der direkten Übertragung ist die Tröpfcheninfektion. Dabei werden zum Beispiel beim Husten oder Niesen Krankheitserreger ausgestoßen und von einem anderen Menschen eingeatmet. In der Zahnarztpraxis ist die Gefahr einer Tröpfcheninfektion besonders hoch. Nicht etwa, weil Patienten so häufig niesen oder husten, sondern durch die Aerosolbildung. Diese entsteht bei der Behandlung des Patienten. Es werden Krankheitskeime aus dem Mund des Patienten hochgewirbelt und können eingeatmet werden. Deshalb sollten Zahnarzt und ZFA einen Mundschutz tragen.